Ganz vielen Dank. Herr Gille, ganz vielen Dank für die Einleitung und für die netten Worte. Ich erzähle von meiner Geschichte und was ich erlebt habe. Und zwar habe ich als zweites Unternehmen eine Firma gegründet, die Handys an- und verkauft hat. Ich habe jetzt meins nicht mehr in der Tasche, das habe ich Leonie gegeben. Wer von Ihnen hatte mal dieses Gerät oder ein vergleichbares? Ja? Wer weiß noch, wie das hieß? 3210. Bis heute das erfolgreichste Mobiltelefon der Welt. Und die Firma? Nokia. Kennt auch jeder. Wir haben mit meinem Unternehmen knapp 10.000 dieser Geräte pro Monat angekauft. Das Verhältnis hat sich irgendwann umgekehrt, weil wer von euch oder von Ihnen hat noch das Nokia in der Tasche? Oh, alles klar. Und das hält auch eine ganze Woche. Ne? Das ist gut, das ist gut. Ja, das ist eben das Gute. Was ist da passiert? Und das ist das eigentliche Entscheidende. Der Wandel hat nicht innerhalb von einigen Jahren stattgefunden, sondern im Jahr 2011. Zwei Sachen hat mir das gezeigt. Nummer eins, es passiert irre schnell, wenn es passiert. Und meistens hängen wir in Deutschland 4 Jahre zurück. Woran liegt das? Und die Frage habe ich mir sehr häufig gestellt, weil ich zu dem Zeitpunkt selber eine Firma geführt habe und gesagt habe, ich möchte nicht irgendwann in diese Falle kommen, dass plötzlich dieser Punkt kommt und es macht Schnips. Und wir reden von einem halben Jahr. Ein halbes Jahr, was nachher kriegsentscheidend war. Und es ist nicht so, dass Nokia nicht wusste, was passiert. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir Geschwindigkeit unterschätzen. Und ich möchte ein kurzes Denkbeispiel machen. Wer das Beispiel kennt aus den anderen Vorträgen, jetzt nicht dazwischen rufen. Ich mache von hier aus, wo ich jetzt stehe, und Sie jeder für sich von dort aus, wo Sie sitzen, 30 Schritte. Wie weit kommen wir mit 30 Schritten von dort, wo Sie jetzt sitzen? Einfach mal im Raum umgucken, vielleicht mal abschätzen, wie weit nach draußen kommt. Jetzt machen wir Runde 2. Wir verdoppeln mit jedem Schritt unsere Schrittlänge. Also wir gehen den ersten Schritt 2 Schritte lang, den zweiten Schritt 4 Schritte lang, 8 Schritte und so weiter. Wir verdoppeln jede Schrittlänge 30 Mal. Bauchgefühl. Einmal im Globus. Ich muss es jedes Mal mit einer Excel-Tabelle nachrechnen. Wir kommen 25 Mal um die Erde. 4 Mal zum Mond und zurück. Dieser Hockeystick ist dafür verantwortlich, dass wir es aber unterschätzen. Und zwar liegt das daran, dass bei dieser Kurve hier, bei dem linearen, unserem Denken, also den 30 Schritten einfach nach vorne, wir immer weiter denken, diese 30 Schritte. Das können wir uns relativ leicht vorstellen. Und dann kommt plötzlich der Moment, in dem Steve Jobs auf die Bühne kommt und das iPhone einführt. Dieser Bereich hier unter der Kurve, den nenne ich die deutsche Kurve, das sind wir sind immer 4 Jahre hinterher und meistens mit den Reaktionen, ach, Facebook brauchen wir hier nicht, wir haben doch StudiVZ, das braucht kein Mensch. Oder auch schön iPhones, die haben doch keine Tastatur. Wer soll denn damit tippen? Das war die normale Reaktion, relativ lange. Das ist dieser Bereich unter der Kurve, wenn wir enttäuscht sind von Technologie, die noch nicht so funktioniert. Technologie, die vielleicht noch nicht weit genug ist. Und dann aber kommt irgendwann dieser Punkt, wo die eine Kurve die andere trifft. Und das ist eben, wie ich es gerade schon gesagt habe, der Moment, Steve Jobs führt eben das iPhone ein und man merkt plötzlich, die Technologie funktioniert besser als bei den Wettbewerbern. Und vielleicht ist es noch nicht perfekt, aber das, was wir unterschätzen, ist diese steile Kurve danach. Ich habe das vorhin von Herrn Winter gehört, Sie hatten heute Morgen das Beispiel von dem Taxiunternehmen Uber im Ausland. Für mich ist es völlig normal, ich lande irgendwo. Ich mache Google Maps auf und mittlerweile ist der Uber-Account mit Google verbunden und sagt, du hast das Hotel dort gebucht, jetzt kannst du für $20 dahin fahren. Ich vertraue dem mittlerweile mehr als in Prag oder Lissabon oder Barcelona oder wo auch immer, mich in ein Taxi zu setzen, wo ich immer das Gefühl habe, zockt er mich jetzt ab? So, und das ist das Ende für die Taxiunternehmen. Ist das gut? Sicherlich nicht, aber es passiert. Es passiert. Das ist Fakt. Und es passiert, und das ist der Punkt, in enorm hoher Geschwindigkeit. Bei Nokia wusste man, was ist der Zauber der Smartphones? Das Betriebssystem ist der Zauber. Und das Betriebssystem von Nokia war Symbian. Das heißt, was Nokia gemacht hat, wir teilen uns auf. Die eine Hälfte der Firma kümmert sich um Symbian, damit verdienen wir ja die Kohle. Die andere Hälfte der Firma baut ein eigenes neues Betriebssystem auf, das nannte sich MeeGo. Das Problem war, dass Nokia eine zweigleisige Strategie gefahren hat.
und beide Teams sich die ganze Zeit untereinander beschossen haben. Ganz klar, die einen Aufmerksamkeit vom Vorstand, die anderen die Aufmerksamkeit vom Vorstand. Keiner die richtige Aufmerksamkeit. Dann kam irgendwann, ich zeige mal ein Beispiel, das machen wir mal live. Das ist iOS. Jetzt machen wir mal Android dazu. Dann weiß man einfach auch mal, warum der überhaupt diesen Vorschlag gemacht hat. Nur mal also der hat mit Zahlen gearbeitet, der hat sich die Faktenlage angeguckt. Der hat gesagt, da ist ein Trend, der ist relevant, den können wir nicht vernachlässigen. Und das ist eben ein Teil dieser Gefahr der Geschwindigkeit. Wie kann man das jetzt lösen? Was kann man tun? Weil alle reden davon und dann künstliche Intelligenz und wie es nicht alles heißt und was alles passiert. Was kann man tun? Und jetzt haben wir weitergebohrt und jetzt gibt es von dem Nachfolge-CEO ein sehr schönes Zitat aus einem Brief, der an die Presse gegangen ist, aber nicht hätte an die Presse gehen sollen. Der dann sagt, ich glaube, dass zumindest teilweise das Ganze etwas mit unserer Haltung bei Nokia zu tun hat. Wir haben nicht schnell genug die Innovation vorangetrieben und jetzt kommt der entscheidende Satz. Wir arbeiten intern nicht zusammen. Auf Englisch, we're not collaborating internally. Jetzt haben wir uns intern überlegt, was heißt denn eigentlich Zusammenarbeit und wie können wir Zusammenarbeit verbessern? Für mich heißt verbessern unter anderem auch beschleunigen. Wenn ich schneller mit anderen zusammenarbeite, kann ich bessere Sachen bringen. Wenn ich transparenter mit anderen zusammenarbeite, kann ich bessere Dinge tun. Was heißt Zusammenarbeit ganz konkret? Worauf kommt es an bei guter Zusammenarbeit? Kommunikation. Wunderbar. Jetzt machen wir es mal ganz einfach. Es gibt zwei Arten von Kommunikation. Es gibt einmal die geschriebene und gelesene Kommunikation, also wie bei einer E-Mail zum Beispiel. Das nennen Entwickler und Techies asynchrone Kommunikation. Asynchron, weil ich jetzt etwas sagen kann und Herr Winter kann es später nachlesen. Also E-Mail. Das ist diese Seite. Und dann gibt es auf der anderen Seite alles, was wir als gesprochen tun und erleben, die synchrone Kommunikation, also sprechen und zuhören. Kann man das sehen? Ein sehr dünner Stift. Ich mache das dicker. Okay. Asynchron, synchron. Synchron. So, das heißt, auf dieser Seite sprechen und zuhören und auf dieser Seite lesen und schreiben. Bestimmte Dinge davon können wir schnell und bestimmte langsam. Was können wir auf der Seite, ich trenne das jetzt mal, was können wir auf der Seite schreiben und lesen schneller von den beiden? Lesen. Wir können 4-mal schneller lesen, als dass wir schreiben. Ja, wenn man übt, 10-mal. Das ist der Klassiker, den benutze ich immer wieder, aber der ist immer noch gültig. Was können wir auf der Seite sprechen, zuhören schneller? Auf der Seite sprechen und zuhören, was können wir schneller? Ja, verstehen. Okay, wir können schneller sprechen, aber wir können langsamer verstehen, also zuhören, ja. Und das führt zu einem ganz simplen und einfachen Problem. Und jetzt wir arbeiten in meiner Firma mit ganz vielen verschiedenen Tools. Das ist das, was mein aktuelles Unternehmen macht. Wir führen Zusammenarbeitstools ein und wir schauen, dass wir immer möglichst nah in der Mitte sind. Denn das Problem ist, dass, und deswegen laufen die meisten Meetings eben verkehrt, die meisten Menschen zu faul sind, das Meeting vorzubereiten, weil das Schreiben so lange dauert. Dann ins Meeting kommen, relativ schnell sprechen, weil sie das Thema gut kennen, der Rest allerdings nicht. Keine Sau zuhört und der Praktikant das Protokoll schreiben muss, was am Ende sowieso keiner liest. Wenn wir das in den Griff kriegen, dann sind wir schon mal gut dabei. So, ich erzähle nachher noch was zu den Tools, weil wenn wir uns in diesem Bereich bewegen, hier irgendwo in der Mitte, dann tun wir uns einen großen Gefallen, anstatt aneinander vorbeizureden oder schlechte Meetings zu machen. Und dann bin ich zu dem Thema gekommen, was heißt das jetzt für Transformation? Egal, ob ich als Unternehmen innovativ sein muss oder ob es jetzt die digitale Transformation ist. Das ist auch wieder nur so ein Trendwort. Dann habe ich gesagt, es gibt immer 3 Bereiche, die wichtig sind in den Firmen. Das eine, das Geschäftsmodell. So, das Geschäftsmodell bei einer Bank ist im Kern eigentlich klar. Es erweitert sich nur. Nokia hat auch als Mobilfunkunternehmen verstanden, okay, das Geschäftsmodell mit den Apps ist neu, aber es erweitert sich nur.
Haben die hingekriegt. Das Kundenerlebnis, würde ich mal sagen, war bei Nokia dann irgendwann etwas angeschlagen. Das Kundenerlebnis bei einer Bank kann durchaus der Vertrieb sein, digital, kann aber auch durchaus der Mitarbeiter sein. Und dann das Dritte, und das ist für mich das Kriegsentscheidende, der Geschäftsbetrieb. Und wir beraten wirklich viele Unternehmen und ich sehe viele Beispiele jeden Tag. Und alle erzählen mir auf den bunten Charts, wie sie jetzt digitale Transformation vorantreiben, Fintech und was sie alles tun. Und dann kriege ich die Angebote per PDF und E-Mail geschickt mit so einem langen Footer unten drunter, dass ich diese E-Mail nicht ausdrucken soll, falls sie falsch verschickt worden ist, ansonsten und so weiter. Wer kennt solche E-Mails? Dieser Geschäftsbetrieb, der ist das, was bei Nokia nicht funktioniert hat. Das ist die Kommunikation der Teams untereinander. So, auf jeden Fall sehen wir schon mal, im Raum der mediale Vertrieb sammelt sich schon mal in einer Ecke. Ich hoffe, der wird noch größer. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, was Geschäftsbetrieb mit moderner Kommunikation zu tun hat, und jetzt denken Sie an diese Matrix, die ist nicht kompliziert, die ist relativ einfach. Wenn man das mal so aufschlüsselt, dann ist es relativ logisch. Ja, wir reden jetzt von Medien wie eben dem Brief, der hier drüben ist. Wir reden hier von E-Mails und wenn wir hier weiter rüberkommen, benutzt jemand WhatsApp? Alles klar? Ja, immer mal fragen, ne? Weiß ja nicht. So. Dann haben wir es mit einem Kanal zu tun, der synchron und asynchron relativ nah zusammenbringt. Ich kann ja auch drauf sprechen. Haben Sie schon mal jemanden gesehen, der so durch die Gegend läuft, sprechenderweise? Okay, alles klar. Am Anfang hat man sich mal gewundert, warum die nicht so telefonieren, aber es ist eben eine gesprochene WhatsApp. Ich liebe das, aber andere hassen das. So, das ist dann so hier das in der Mitte. Und das Beispiel von Steve Jobs war das perfekte, denn es gibt ein Interview von Steve Jobs, das stammt aus 1990 oder 1989, man weiß es nicht ganz genau. In diesem Interview hat Steve Jobs versucht, dem Journalisten zu erklären, was die E-Mail ist. E-Mail benutzt jeder? Ja? Haben alle von genickt? Okay. War ja mal ein sehr innovatives Medium. Einmal nur mal zu fragen, wer hat noch gefaxt, als er in der Sparkasse angefangen hat? Okay, Entschuldigung, ich hätte die Frage nicht stellen sollen. Nicht so gut. Also, das Video gibt es leider nur auf Englisch. Es ist ein Untertitel drunter. Wir können gleich nochmal in Ruhe drüber sprechen. Einfach mal gut zuhören, was er sagt. Das ist ein Ausschnitt, der dauert so 2 Minuten und er erklärt Wort für Wort, was die E-Mail bedeutet. Und ich frage Sie gleich danach, was das jetzt für unseren Geschäftsbetrieb heißt. Für meinen und für Ihren. And we've seen a window for management to look into the process of this organism we call our company in a way that has never before been possible. Das war 1990 und was mich fasziniert ist, warum so wenige dieses Video kennen. Denn er erklärt, nochmal als Reminder, wertvollstes Unternehmen der Welt, was die E-Mail eigentlich ausmacht, wozu sie gut ist. Und wir missbrauchen sie im Alltag als verlängerten Brief oder Fax. Was hat er erklärt? Er hat von 3 Sachen gesprochen, die seiner Meinung nach gute Kommunikation ausmachen und damit gute Kollaboration. Nummer 1, Geschwindigkeit. Er sagte, this happens in no time. Ist die E-Mail heute noch wirklich das schnellste Medium von allen Kommunikationskanälen? Definitiv nicht. Warum ist WhatsApp so wahnsinnig erfolgreich? Es ist noch schneller. Es ist kürzer, es ist noch schneller. Es ist absolut instant. Beispiel aus China. Wer kennt WeChat? Wer hat das schon mal gehört? WeChat aus China? Das sollte jeder wissen. In China wurde WhatsApp kopiert. 1:1 kopiert. Und zwar von der chinesischen Telekom. Tencent. Wo ein Manager gekommen ist und sagte, ihr baut mir, der hat zu dem Team gesagt, die eigentlich Spieleentwicklung gemacht haben und sich um die laufenden Apps gekümmert haben, sagte, ihr hört sofort auf, an allen anderen Sachen zu arbeiten, ihr macht nur noch den Support und lasst es laufen und ihr baut das hier nach. Und mit das hier meinte er WhatsApp. Heute ist WeChat, also der Klon, in China das wichtigste Kommunikationsmedium im privaten Bereich wie auch in den Firmen. Und wir haben gerade darüber gesprochen im Interview, sogar im Payment. Deswegen frage ich auch mal wieder nach WhatsApp. Das Zweite, was er gesagt hat, you can see the decisions, the arguments and the fights in between. Transparenz. Das ist ein typisch deutsches Problem, das kenne ich aus meiner Firma. Meine Leute haben immer angefangen, wir haben damals auch mit E-Mails logischerweise angefangen, heute haben wir andere Kanäle, aber meine Leute haben immer angefangen, jemanden wieder aus CC rauszunehmen, ohne das anzukündigen. Das ist für mich ein Unding. Das wäre so, als wenn man im Meeting aufsteht und geht, ohne was zu sagen. Macht man auch nicht, oder? Diese Transparenz ist enorm wichtig für gute Zusammenarbeit. Und das Dritte,
Und damit meinte er, it's like a beehive, hat er gesagt. Er hat das Wort beehive benutzt, wie so ein Bienenstock, wo alle raus und rein und so weiter. Und dann sagen immer ganz viele, ja, oh, die ganzen E-Mails und die ganzen WhatsApp, wenn ich in so einer Gruppe bin, oh Gott, und dann lese ich da mal alles mit. Aber trotzdem lesen wir es irgendwie mit. Und menschliche Kommunikation, und das ist ein Faktor, den wir auch hoffentlich so schnell nicht rausbekommen, den wird auch keine Maschine so schnell lösen. Menschliche Kommunikation ist vor allem intensiv. Warum soll hier vorne jemand auf der Bühne stehen? Es gibt meine Videos auch auf YouTube, kann man alles nachgucken. Intensität, damit meine ich tatsächlich die Möglichkeit, eine Botschaft und die Stärke einer Botschaft in möglichst kompakter Form rüberzubringen. Video ist viel intensiver als Text. In Person zu sprechen ist viel intensiver als ein Video anzuschauen. Deswegen gilt bei uns immer die Regel, je emotionaler das Thema, desto synchroner die Kommunikation. Also zum Beispiel, wenn wir ein sehr intensives Thema haben, wie zum Beispiel Kündigung oder kritisches Feedbackgespräch, dann immer hier drüben. Ganz hier außen sogar spazieren gehen mit demjenigen, wenn er sehr unter Stress steht, dann kriegt das Hirn ein bisschen Sauerstoff. Und hier drüben sind eher die rationalen Themen. Aber diese Intensität ist wahnsinnig wichtig für gute Zusammenarbeit. Und Steve Jobs 1990 erklärt uns das mit der E-Mail. Ein Medium, was so alt ist das noch das geeignete Medium, um gegen das, was gerade heute passiert, anzugehen? Höchstwahrscheinlich nicht. Und deswegen kann ich das nur unterstreichen, was hier heute auch schon mehrfach angeklungen ist. Wenn jetzt neue Sachen kommen, dann sage ich und appelliere ich, seien Sie offen dafür. Die Nostalgiker haben noch nie gewonnen. Sie können versuchen, mir ein Beispiel in der Geschichte zu nennen, aber die Nostalgiker haben noch nie gewonnen. Noch nie. Das gibt es nicht. Es wird passieren. Okay, ich will es auch nur als Beispiel einmal zeigen. Wer jetzt kein iPhone dabei hat, das ist jetzt nicht schlimm. Okay, was jetzt gerade passiert, hier sind jetzt im Hintergrund, und vielleicht kommen noch einige rein, die Fragen, die Antworten direkt reingegangen. In Echtzeit. Da kommen noch weitere rein. Jetzt können wir gucken, hier kommen noch weitere rein. Und ich will jetzt möglichst schnell eine Auswertung haben. Oh, jetzt kommen immer noch ein paar mehr, also sind doch ein paar, die ein iPhone in der Tasche haben. Oh, 40 Stück. Oh, hier ist ja. Das ist jetzt keine Zauberkunst. Das gibt es bei Office 365, das gibt es bei Google. Das sind Tools, die mittlerweile vorhanden sind. Das Problem ist nur, sie werden von den meisten nicht benutzt, weil die als Spielkram angesehen werden. Das zeigt für mich zwei Sachen, oder was ich damit zeigen will. Einmal benutze ich gerade ein Tool, was asynchrone und synchrone Kommunikation möglichst nah zusammenbringt, was nicht E-Mail heißt. Ich hätte jetzt auch diese E-Mail an alle schicken können und alle schreiben mir kurz zurück in 2 Worten, womit sie arbeiten. Klingt total einfach, so das ist der typische Case, wer kommt hier zum Event? Einfach mit Ja oder Nein antworten. Und dann kriege ich 400 E-Mails zurück. Man macht sich dann wenig Gedanken über das, was danach dann passiert. Das könnte man auch tun, auch ein schönes Beispiel mit einem Vertrag. Ja? Schicken Sie doch einfach mal einen Vertrag und sagen, bitte alle Herrschaften aus dem Vorstand einmal gegenlesen. Wie viele Vorstandsmitglieder gibt es? So, das geht. Jetzt sagen wir mal, alle Vorstandsmitglieder plus, was kommt dann? Abteilungsleiter, Direktoren? 15. Gegenlesen und kommentieren. Dann bekommen Sie beide am Wochenende von 15 Leuten kommentierte Verfassung zurück und dürfen die dann am Samstag nach dieser Veranstaltung zusammenbringen. Das nenne ich hochgradigen Schwachsinn. Das ist aber das, was im Geschäftsalltag passiert. Das passiert jeden Tag. Jeden Tag. Und es gibt solche Tools zu Hunderten, die auch einsatzfähig sind, die man benutzen kann, um gleichzeitig an etwas zu arbeiten. Wir arbeiten jetzt hier gleichzeitig an dieser Tabelle. Das Zweite, was mir das zeigt, und jetzt kommen wir zu dem Thema Kommunikation und der Frage, was kann ich jetzt in meiner Firma tun? Ich habe nur die Frage gestellt, womit wird in der Firma gearbeitet? Antwort, E-Mail. Womit wird privat gearbeitet? Und diese Antwort gab es noch nicht vor 5 Jahren. WhatsApp. So, vor 5 Jahren war es dann eben noch SMS und was weiß ich nicht. Wer schreibt noch SMS? Damit verdient die Telekom definitiv kein Geld mehr. Das Problem ist nur, so wie ich nicht mit meiner neuen Firma im IT-Geschäft bin, denn ich bin im Vertrauensgeschäft. Meine Kunden bei meiner Firma, bei der ich aktuell bin, vertrauen mir drauf, wir machen viel mit Cloud-Technologie, dass wir keinen Scheiß bauen. Mit den Daten, die sie zu uns geben, die wir in die Cloud schieben, wie wir dafür sorgen, dass die Zusammenarbeit besser funktioniert. Und so sind Sie nicht im Finanzgeschäft, sondern im Vertrauensgeschäft. Und über welchen Kanal der Kunde oder Ihre Freunde im Privaten das Vertrauen ausspricht,
das bleibt doch Ihren Freunden oder in dem Fall auch Ihren Kunden überlassen. Und da sind unsere beiden Geschäftsfelder sehr, sehr ähnlich. Und so gehe ich mit digitaler Transformation um und kümmere mich darum, dass meine Leute möglichst nah am Puls der Zeit bleiben. Und ich selber muss mich immer wieder an die eigene Nase fassen, das auch zu bleiben. Denn auch mir fällt das nicht leicht, da hinterher zu laufen jeden Tag. Vielen Dank. Wir können gerne noch auf ein paar Fragen eingehen. Ich habe so ein bisschen Luft gelassen. Und ich antworte über diese Kanäle. Und nach der letzten Sparkassenveranstaltung haben mir sehr viele Leute geschrieben. Einer hat zum Beispiel gesagt, ich war zu schnell bei dem Link. Das heißt, wenn jemand Fragen hat oder sagt, das habe ich nicht verstanden oder das glaube ich nicht oder was erzählen Sie da, ich antworte über diese Kanäle. Also darüber kann man mir gerne schreiben. Aber ich bin auch jetzt für Fragen noch da. Ja, ganz herzlichen Dank erstmal für Ihren Vortrag. Es wäre sehr beeindruckend, einfach nochmal von einem Digital Native, der auch wirklich auch im geschäftlichen Bereich mit IT und allen aktuellen Marktentwicklungen zu tun hat, dann nochmal ein paar Einblicke in das Thema zu bekommen, was uns heute bewegt. Aber, wie von der Magnussen angeboten, haben Sie noch Fragen? Der Kollege Zuckerberg, also der Eigentümer jetzt von WhatsApp, Ja. wird er dann Geld nehmen für die gewerbliche Nutzung, weil das steht ja im Raum. Ja, also ich hoffe überhaupt, dass es erstmal gewerblich möglich ist, das bald zu nutzen. Ich bin da relativ nüchtern. Also ich habe ihn zweimal getroffen. Wir haben nämlich mit meinem Unternehmen Facebook in Deutschland geholfen mit einzuführen, 2008. Da waren wir auf einer ähnlichen Veranstaltung wie hier mit Nestle Marketing, wo ich versucht habe zu erklären, warum Facebook so ein wichtiger Marketingkanal wird. Da habe ich relativ viel Kopfschütteln geerntet und dann erst sehr viel später hat Nestle natürlich bemerkt, wie viel Geld sie jetzt dafür ausgeben. Ich denke ja und ich hoffe, dass er überhaupt es ermöglichen wird, das geschäftlich zu nutzen, weil was uns in Deutschland fehlt, sind, das ist jetzt ein bisschen formell, aber das ist wichtig mal gehört zu haben, EU-Modellvertragsklauseln. Die brauchen wir für deutschen Datenschutz, damit der funktioniert, damit man das darf. Ja, ich weiß, ich sage es aber nur, also das ist ein Riesenthema. Aber das ich befasse mich damit jeden Tag, ich habe einen Spezialisten dafür, wir können gerne mal dazu sprechen, weil das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Und das zweite nennt sich eine Auftragsdatenverarbeitung und der Aufwand für die Unternehmen, die zur Verfügung zu stellen, ist sehr hoch. In China ist es eben die chinesische Telekom. Ich wünschte, die Telekom hätte so ein Produkt, dann hätten wir alle kein Thema. Die Chinesen sind da wirklich einen ganz großen Schritt voraus. Ich habe einen super Artikel zu WeChat, wen das interessiert, den schicke ich gerne rum. Einfach nur mal kurz sagen, bitte den WeChat-Artikel, dann schicke ich den jeweils zu. Das ist wirklich ein toller Artikel, der erklärt, wie der Alltag eines solchen WeChat-Kunden aussieht, auch mit Banking. Ja. Sie haben vorhin gesagt, dass die Kommunikation sich insgesamt mit dem Kästchen mehr verschieben wird. Ist das aus Ihrer Sicht jetzt WhatsApp oder was ist das Kästchen? Das Beispiel mit der Tabelle eben, ich bin da sehr schnell drüber gegangen, ist mal so ein Beispiel. Es gibt so drei Typen von Unternehmenskommunikation, die ich für wichtig halte. Die erste nennt sich die Feed-Kommunikation. Feed-Kommunikation heißt, ich habe so etwas wie Facebook für die Firma. Ich sehe so, was in der Firma passiert. Das wird stark unterschätzt, aber Facebook hat erstmal tatsächlich es geschafft, mehr Transparenz zu schaffen. Und das hat der Zuckerberg 2008 immer wieder gesagt, I want to make the world more open and more connected. Hat er geschafft. Die zweite nennt sich Group-Kommunikation oder Group Collaboration. Das ist WhatsApp in einer Gruppe. Ich organisiere einen Junggesellenabschied und wir quatschen die ganze Zeit in dieser Gruppe. Und das dritte ist Concept Collaboration. Das, was wir gerade gemacht haben mit der Tabelle, in der hätten jetzt auch noch 6 andere Leute gleichzeitig wie ich mit tippen können. Das nimmt diesen gesamten Aufwand weg mit, ich verschicke jetzt noch die E-Mail und ich hole mir Feedback ein. Und man denkt, das ist ja nicht viel, weil ich das nur für mich sehe. Aber das ist so eines der Beispiele. Das heißt, alles, was in diesem Bereich die Seite synchron und asynchron näher zusammenschiebt, hilft der Kollaboration. Das können eben diese Online-Dokumente sein, das können Gruppen sein, das können Feeds sein. Slack ist ein Beispiel. Damit kommunizieren wir in der Firma. So, und ich schreibe mit Papier, wenn ich einen Film konzipiere oder wenn ich eine Rede schreibe, dann setze ich mich hier ganz asynchron, setze mich irgendwo raus mit Zettel und Stift und mache das bloß weg vom Rechner. Aber da arbeite ich ja mit niemandem zusammen. Schreiben Sie noch E-Mails? Ja, mit extern, ja klar. E-Mail ist in Europa tatsächlich immer noch das Medium. Aber in China, in dem Moment, wo ich in Hongkong lande, WeChat. Die chinesischen Geschäftspartner, die sagen, ja, E-Mail benutze ich für meine Auszubildenden, damit die zu Trainingszwecken gucken können, was die Leute mir noch schreiben. Die machen ihre E-Mail auch nicht mehr auf. Und ich mache es immer weniger, zugegebenermaßen. Ich
Ich habe immer das Gefühl, ich mache es immer mehr. Wenn nichts anderes da ist, ist das ja auch nicht verkehrt. Also was ich aber vorhin auch nur mit dem Beispiel von Jobs sagen wollte, Ich habe ja noch keinen Plan B. ja, E-Mail richtig zu benutzen, das alleine mal zu machen, ist ja schon ein Riesenhebel. Also ganz bewusst auch E-Mail nicht als politisches Medium zu benutzen, sondern wir benutzen ja in Deutschland das CC eher, um jemanden in den Hintern zu treten, anstatt zu sagen, ich nehme den mit drauf, damit er Bescheid weiß. Und richte mir einen intelligenten Filter ein. Ja, also erstmal nochmal ganz herzlichen Dank, Danke dass Ihnen. Sie heute da waren. Danke, dass ich da sein durfte.